also 20 Jahren. Hart gearbeitet. Hier nochmal 80.000 Riesen. 20-jähriger Informatiker. Wie funktioniert das? Kommen wir mal zur nächsten Frage. Was für geile Eigenschaften hat das Auto eigentlich? Boah. Da geht's schon los, Leute. Servus Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Sassy fragt nach und zu einer neuen Folge, wie kann man sich das leisten? Es ist heute ein sehr regnerischer Tag, aber ich lasse mich davon nicht abhalten, ein Video für euch zu drehen. Heute habe ich ein besonders geiles Auto für euch, Leute. Es ist ein Toyota Supra, MK5 Bezeichnung. Soweit ich weiß, die 5. Generation damit gemeint. Das ist ein richtig geiles Auto, siehst du sehr selten auf der Straße und ich freue mich richtig auf das Fahrzeug. Es ist leider sehr regnerisch gerade, wieder mal nicht so viel Glück mit dem Drehen. Leute, hier geht einfach gerade die Welt unter. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich filmen soll bei dem Wetter. Mann, lieber Wettergott, zeig bitte Erbarmen und lass das Wetter wieder besser werden und die Sonne hervorscheinen. Bitte, lieber Wettergott, bitte, damit ich filmen kann. Ich fahre jetzt hin, es geht Richtung Dietlikon, dort wird das Video gedreht. Wir machen das jetzt trotzdem, egal ob es so ein scheiß Wetter ist. Ich will ja immer für euch Content produzieren und das mache ich jetzt. Das Auto wird wild. Ich bin gespannt, was der Typ zu erzählen hat. Lasst euch mal überraschen. Jetzt gibt es gleich den Carporn und dann, wie immer, das Interview. Bis gleich. Also Leute, der liebe Wettergott hat mich erhört. Das Wetter ist besser geworden, der Regen hat aufgehört. Wer wartet natürlich hinter mir? Der junge Mann mit seinem geilen Supra. Ich würde mal sagen, wir legen gleich los und let's go. Da steht der junge Mann schon mit seiner geilen Kiste, Leute. Schaut mal, ein Supra MK5. MK5. Stell dich mal vor. Ich heiße Dario, bin schöne 20 Jahre alt, arbeite als Informatiker, besitze dieses Schmuckstück. Wow. 3 Liter. Geile Kiste. Kerndaten zu mir und zu meinem Fahrzeug. Autoliebhaber. Ja. Hat sich einen schönen 350 PS 6 Liter. 6 Liter. Cooler. 3 Liter Supra gekauft. Ja. 350 PS. 500 Kilometer gelaufen. Ja. Bis jetzt, also Neuwagen. Ja, an sich Top-Kiste. Fährt sich wie ein Z4. Ist auch typisch gesagt ein Z4 in einem Supra versteckt. Da steckt mehr BMW, wie man sich vorstellen kann. Genau. Darauf gehen wir auch nachher noch ein. Richtig, genau. Also an sich steht da ein 50% Toyota, 50% BMW. Das hört keiner gerne, aber das ist so. Das ist so leider ein Fakt, aber an sich auch kein schlechter Fakt. Ja. Fährt sich extrem gut und ja, die 500 Kilometer habe ich bis jetzt genossen. Kernstück vom Fahrzeug, also das Herz ist ja, der Motor ist vom BMW. Genau, ist ein BMW, ein B58, also sprich zweite Generation, ist jetzt mittlerweile auch schon der neuere, weil ich habe leider ein Modell erwischt vom 2023er, die sind ein bisschen stärker geworden oder besser gesagt ein bisschen ausgebessert worden. Leider hat es mich mit der Bosch ECU erwischt. Das heißt, mein Auto ist abgeriegelt, das Tunen eine Hölle. Das ist natürlich so, ja. Genau, das heißt, für mich ist es schwieriger, das Fahrzeug zu tunen, aber in Zukunft sollte das schon möglich sein. Wird aber ein langer Weg. Toyota hat da übergute Arbeit geleistet, das muss man wirklich so sagen. Und wie viel da wirklich vom BMW drin steckt, das werden wir nachher auf jeden Fall zeigen. Das ist so. Auf den Sound bin ich gespannt, auch wenn du jetzt gesagt hast, der ist sehr leise. Wie ein Supra, leider. Wir werden uns das anschauen, weil jeder definiert leise anders. Ist so, ist so. Und 20 Jahre, wie kommt man auf so eine Kiste mit 20 Jahren? Ich glaube, da haben sie sich den guten Partner ausgesucht. Sie wollten etwas zurückholen, was in den letzten 20 Jahren eben nicht passiert ist. Ja. Jetzt, wo es passiert ist, haben sie sich den perfekten Partner ausgesucht. Wir haben Haltbarkeit von einem BMW, von der neuen Generation, wo ich sagen muss, bin ich sowieso riesiger Fan. Ja. Und so die Technik von Toyota noch integriert. Zusammen ist es für mich einfach der kleine Bruder vom Supra. Da hast du einfach beides in einem. Ja. Was ich mit 20 Jahren gefahren bin, das sage ich immer wieder in den Videos, es war eine Schande. Und was heutzutage die Jugendlichen sich für eine Leidenschaft zulegen, das ist brutal. Ja, steckt viel Liebe. Liebe. Was ist so besonders an dem Auto? Ich glaube, das ist Kern für mich, also das hat einen persönlichen Hintergrund, ist mein Onkel.
Mein Onkel fährt selber ein MK4. Ich habe mir überlegt gehabt, in dieser Zeit, ich will mir auch unbedingt einen MK4 holen, aber ich habe gemerkt gehabt, ich bin kein Mechaniker, ich bin Informatiker. Informatiker können mehr am PC schrauben als am Auto. Ja. Ich lerne das Ganze noch, aber für einen MK4 ist das ein schlechter Start. Okay. Wo ich dann das angefangen habe anzuschauen, kam aber schon der MK5. Ich habe mir überlegt, komm, wenn er einen MK4 hat, hole ich mir den MK5, weil da muss ich nicht viel machen. Der ist schon so sauber, wie er ist. Ja. Hab mir ihn geholt und ja, seitdem fahren wir sozusagen auf eine Ebene. Er hat den MK4, ich habe den MK5. Das ist natürlich eine geile Sache, wenn man das so in die Wiege gelegt kriegt. Und mit so. 20 Jahren, sehr geil. Leute, Hart gearbeitet. hier nochmal. Hart gearbeitet mit 20, ja, darauf gehen wir jetzt gleich nochmal ein, wie die ganze Geschichte entstanden ist, finanziell. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt ins Auto, Ja, dann ist es für mich auch einfacher, ohne die Kamera in der Hand. richtig. Ja Leute, dann gehen wir mal rein, wie immer, Et voilà. bisschen fahren, 1,5 Tonnen ungefähr, mal austesten, Ja. wie sich so das bei 350, 60 PS verhält. Ja, Da bin ich echt mal gespannt. super. Da steckt ja B850 Motor, den ich auch in meinem X4 habe. Das ist derselbe Motor, glaube ich. Also vom Sound hätte es passen können. Also, wir gehen jetzt mal rein und dann geht's Super. weiter. Gehen wir. Ciao. So Freunde, wie ihr unschwer erkennen könnt, sitzen wir in dem Sportwagen, Geliebte. Man merkt es sofort, ein Zweisitzer, sehr kompakt drinne, aber ich fühle mich wohl, weil BMW. weil Leute sehr viele Sachen wie Klimaanlage, wie der Ganghebel, der Knauf, den du drehen kannst für die Menüeinstellungen, sogar der Blinker, alles ist gleich in dem Auto. Das ist unglaublich. Eine einzige Sache haben sie anders gemacht, das Lenkrad, gell? Ja, das Lenkrad schneidet sich ab. Das schneidet sich. Das ist unglaublich, wie viel BMW-Gene in dem Auto stecken. Das ist schon krass. Das hätte ich nie im Leben gedacht. Das wusste ich auch bis gestern nicht, Leute. Das habe ich mir durchgelesen und habe das zufällig dann gesehen. Und das ist schon krass. Was hältst du eigentlich davon, dass sie das gemacht haben? Super, gibt nichts Besseres. Eine Kombo mit Toyota und BMW, hätten sie sich keinen besseren Partner suchen können. Meiner Meinung nach. Viele sind dagegen, aber Ja, ich gar nicht. Ich liebe es, so wie es jetzt ist. Toyota und BMW, die Qualität, gibt nichts Besseres. du hast ja erwähnt gehabt, du wolltest eigentlich einen BMW, Genau. eigentlich auch einen Toyota. Genau, so Und dann hat es sich genauso ergeben eigentlich. genau, also es ist eigentlich reiner Zufall, dass Toyota auf die Idee gekommen ist, mit BMW Ja. einen Vertrag abzuschließen, wo es dann heißt, sie machen ein Auto mit beidem. Ja, Ich wollte ja unbedingt einen MK4, aber irgendwie hat sich das auch gerissen mit einem BMW. ja. Ja, jetzt habe ich beides. Beides in einem. Und das ist schon krass, dass du mit 20 Jahren wirklich so den Wunsch hattest, so ein Auto zu fahren. Jeder andere wird sagen, ich will einen M4, ich will einen Mercedes, ich will einen Audi, ich will einen RS. Und der sagt, nö, ich hole mir einen MK5. Ein MK5. Und das Aus ist nichts. krass, Leute, weil das Auto ist eigentlich relativ selten. Man sieht es jetzt nicht so oft. Mittlerweile vielleicht schon. Ja. Das ist ja auch ein Auto, was nicht gerade günstig ist, sagen wir mal so. Ja. Du hast gesagt, was fangen die an? So 80 Riesen? Also ich glaube, die normale Basis ist glaube 70. Wenn man den 3 Liter Premium nimmt, sind es glaube 80.000, wenn es mich nicht täuscht. Ja, 80.000 Riesen. 20-jähriger Informatiker. Wie funktioniert das? Firma, also die Firma hat mir einen Flottenrabatt gegeben. Da hatte ich schon mal etwas rausholen können. Leider, das ist noch lustig, weil BMW hat die gleiche Krankheit. Toyota hat einen Flottenrabatt von 9% jetzt. Früher war es nicht so, früher war es 15%, okay. Jetzt sind es nur noch 9%. Das hat BMW auch. BMW Okay. hat das gleiche gemacht. Wir hatten in der Firma nur BMW, wir sind jetzt auch umgestiegen, weil die Flottenrabatte sind runtergecrashed und ich hatte noch Glück. Ich konnte noch viel rausholen. Ach so, da Gerade- konntest du dann Gerade im Wechsel. bei so einer Preisklasse macht das natürlich viel aus, logisch. Ja. Aber immer noch teuer. Immer noch teuer. Also ein Leasingfahrzeug in dem Fall. Ich sag persönlich, ich wollte nie Leasing. Mhm. Ich habe ihn wirklich direkt gekauft. Der ist gekauft. Der ist reingekauft, bar auf die Hand. Boah, Alter, Leute, wie geht das? Irgendwas mache ich falsch. Es ist wie, ich glaube, es steckt mehr Leidenschaft da drin als sonst irgendetwas. Ja. Ich mache an sich ja als Informatiker noch nicht viel Geld, weil ich bin 20, also Berufserfahrung recht null. Ja. Aber ich habe eben auch noch eine gute Freundin, Okay. die wollte das Auto auch. Ach so, echt? Ja. Gute Freundin oder Freundin? Freundin. Freundin, auf Hochdeutsch Freundin. Freundin, das kann auch wie eine Kollegin klingen, weißt du? Das ist ich so. Ah, okay. Nein. Das haben wir mal klargestellt, dass du das weißt. Es war kein Kollege, der es mir finanziert hat. Freundin, die auf meiner Seite gestanden ist, die wollte das Auto ebenfalls als Daily. Ja. Die wollte das Auto wirklich nur fürs
für den reinen Alltag. Wir holen uns noch ein zweites. Und dann haben wir gedacht, komm, den. Leute, das ist so geil. Sag mir mal, wie viele Partnerinnen es gibt, die dich auch finanziell unterstützen, weil sie sagen, komm, wir holen uns so ein cooles Auto. Das ist so geil. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es wirklich bei euch so Leute gibt oder so Partnerschaften, wo die Frau genauso mitzieht. Das feiere ich ja immer. Sehr geil, wirklich. Das freut mich richtig. Ja, dass ihr da beide so Spaß dran habt. Das ist so. Man teilt sich die gleichen Leidenschaften. Ja. Finde ich übrigens, ich hätte mir keine bessere Partnerin aussuchen können. Ja. Ja, an sich bin schon stolz drauf. Sie hat den richtigen Weg genommen. Ist auch unüblich. Ja. Sie kommt aus einer Familie, wo mehr BMW gefahren wird, aber sie steht voll auf Japaner. Aber du hast ja, der BMW steckt da drin. Genau, und das ist der Mix, wo ich persönlich fühle, sie auch. Sonst hätten sie dich nicht akzeptiert. An sich nicht, nein. So geil, Alter. Es ist wirklich, wir teilen einfach so die gleichen Leidenschaften, dass am Schluss sich das so gekreuzt hat und wir gesagt haben, es ist Komfort, es hat Sport, es hat alles ein bisschen drin. Als Daily ist er perfekt, also für mich, es gibt keinen besseren Daily als den, wenn man keinen Kinderwunsch hat oder sonstiges. Es reicht. Er liegt auch nicht so hart, wie man sich das vorstellt. Also jetzt, Leute, auf der Autobahn habe ich jetzt gedacht, der wird knüppelhart sein, aber ist er noch nicht. Noch nicht. Das kommt jetzt alles noch. Das ist so eine Art Sportmodus, ist er noch nicht. Er ist Sportmodus, das ist der schade Teil von dem. Okay, also er ist echt relativ leise eigentlich. Es wäre laut, hätte ich mir den alten Supra geholt, also den alten 2019er, der wo als erstes rausgekommen ist von dem. Ja. Hätte ich mir den geholt, wäre er laut. Das Problem ist, dadurch, dass BMW die ECUs gewechselt haben auf Bosch und die neuen Bosch recht viele, wie sagt man dem, Einschränkungen haben, weil man sie nicht tunen kann. Ja. Man kann sie nicht verstellen, man kann gar nichts. Ja, habe ich das Modell erwischt, wo man eben gar nichts mehr machen kann. Ja. Und sie haben auch das Pop and Bang ausgeschalten. Ah, das ist alles weg. Leider schon. Wir haben ein paar bei uns zum Beispiel, wo in der Gruppe sind, die haben alle auch Supras von der MK5-Reihe. Ja. Man merkt den Unterschied. Die alten Modelle, die haben einen rechten Sound, also die machen auch wirklich Pang. Ja. Und meine gehört genau zu der Modellklasse, wo eben das nicht mehr passiert. Er hat keinen Ton mehr, hat gar nichts. Ach verdammt, du kannst auch eigentlich legal nicht viel machen dann in der Hinsicht. Wenn man das gute Teil auf Russland schickt, auf legalem Weg nicht, aber auf dem Weg, dass man sagen kann, Herr Polizist, es hat ein altes Update drauf, es ist nur eine alte Version, die Lautstärke ist so gegeben. Ja. Könnte man noch etwas rausholen, aber legal ist es immer noch nicht. Ich will später auf jeden Fall, wenn der Regen es zulässt, es ist gerade wieder so ein scheiß Wetter, mir mal den Sound von außen anhören, das machen wir ja immer eigentlich, und mal im Stand, dass ich echt mal so ein Gefühl wieder dafür kriege. Aktuell ist auch jetzt wirklich das Wetter scheiße, Leute. Wir können jetzt auch nicht Mords drücken, wollen wir auch nicht. Heckantrieb nicht vergessen, da müssen wir vorsichtig sein, auch wenn jetzt einige denken, jo, bei 360 PS oder 50 PS passiert schon nichts. Ja. Aber bei dem Auto ist das anders, Leute. Das ist wirklich anders. Ja, und ich merke auch, mit dem an die Grenzen zu kommen, ist schwierig. Vor allem im Regen. Was hat er denn 0 auf 100? 0 auf 100 ist, glaube ich, 4 Sekunden momentan. Das ist schon recht schnell eigentlich. Momentan. Er geht noch höher. Also es gibt Leute, die haben es geschafft, mit dem Supra auf 3,1 zu kommen oder 3. Kommt ein bisschen darauf an, wie. Legal in der Schweiz. Ja. Man kann aber das Auto noch viel mehr ausreizen. Das Auto hat recht Tuning-Potenzial an sich. Du hast ja gesagt, es gibt Upgrades bei den Autos, was Leistung angeht. Legal. MPS Engineering. Das heißt dann auf wie viel Leistung? Also man spekuliert, dass wir die Leistung bei einem Supra bis auf 1000 PS bringen mit Stage Upgrade. Ich glaube, das ist etwa mit Stage 4. Bei MPS Engineering, wenn es mich nicht täuscht. Das ist aber noch in Probe, weil... 1000 PS? What the f... Nein. Ja. Digga, weißt du, was das heißt bei 1,5 Tonnen? Das fliegt. Jet? Das ist ein richtiger Jet. Da kann er sogar mit dem Tesla mithalten. Ja, also die 1000 PS haben wir noch nicht geknackt. Inoffiziell schon. Ja. Offiziell leider noch nicht, weil es gibt immer noch ein kleines Problem mit dem B58 Motor, dass man noch nicht so viel rauskitzeln kann. Ja, das habe ich gelesen. Genau, weil es ist ein neuer Motor für den Toyota Supra, ist schwierig da viel auszureizen. Aber ich glaube, so wie die das erzählt haben momentan, sieht es gut aus, dass wir die 1000 PS nachher als Stage-Upgrade ohne Probleme machen können. Ich glaube, das ist auch oft so ein Problem, warum BMW-Fahrer
ungern den B58er kaufen, wenn Sie den halt tunen möchten, weil es ein bisschen komplizierter ist. Kompliziert, aber er hat rechtes Potenzial. Also Und es ist ein sehr robuster Motor, das Ja. muss man auch sagen. Ich hatte bis jetzt mit meinem Wagen, wenn ich mich nicht täusche, dass er auch denselben Motor hat, gar keine Probleme bis jetzt. Ja. Nach 30.000 Kilometern fast, wirklich. Ein Top-Motor. ja, wir haben auch Top-Tuner, von denen ich in der Gruppenchat schon ein paar Mal gelesen habe. Sie haben jetzt auch ein paar Stage-Upgrades gemacht, so Ja. wie ich gesehen habe, so ein paar schon bei 600 PS. An sich gar keine Probleme. Du kannst das Auto so viel ausreizen, wie du willst. Wenn du es eingefahren hast, Neuwagen eingefahren hast, sollte das alles kein Problem mehr sein. Er ist recht robust, hält viel. Verbrauch muss ich sagen, 10 Liter für das, dass ich ihn öfters drucke, ist fast gar nichts. Da kommt, sage ich mal, der BMW-Motor wieder ins Spiel. Weil die sind bekannt dafür, dass sie eigentlich recht wenig verbrauchen. Ich habe ein SUV, auch mit derselben Leistung und komme auf 9,2 Liter mit Drücken. Ja, Das ist nicht viel. Wenn man vergleicht zu anderen Autos wie RS3 und so, die haben dann deutlich mehr. Ja, also ich schaue jetzt einfach mal nur auf den Tacho, wenn ich jetzt überlege, ich habe das Auto vor 3 Tagen getankt, bin aber schon konstant am Fahren, also sprich, ich fahre es ja ein, Ja. er verbraucht nichts. Also im Gegenzug zu meinem Honda, wo 18 Liter verbraucht hat. Honda mit 18 Litern? Ja, Civic EP3. Heftig, wie viel Leistung hat der gehabt? Genug. Ich weiß es nicht mal mehr, weil ich habe mit dem nie ein Dino gemacht. Ja. Ich habe die Leistung nicht gemessen. Wir haben ein paar Laptop-Tunings gemacht mit dem. Ah, so krass warst du unterwegs. Ja. Richtiger Informatiker. Halt. Ich wollte es probieren, gell? Ja. 18 Liter hat er verbraucht und mit der gleichen Leistung, wenn sogar weniger. Also wir reden hier von 250 PS. Ja. Mit dem die gleiche Leistung, wenn mehr. Ja. Und weniger. Ich verbrauche mit dem durchschnittlich 10,2. Das habe ich auf der App gelesen. Verbrauche nichts und ich drücke ihn öfters. Ich höre jetzt, es klingt schon ähnlich wie meiner, wenn Ja. du Gas gibst. Ähnlich. Schon anders, aber ähnlich. Ja, man merkt den Unterschied, dass bei deinem die ganzen Drosselungen nicht stattgefunden haben. Also er hat den Akzent von einem richtigen B58 und bei dem, den hat man komplett sanktioniert, wenn man so blöd wird. Kann man es auch sagen, ja. Aber ich bin gespannt auf weitere Sachen, die du machst. Die erzählst du mir dann. Ja, Das ist sicher eine geile Sache, was daraus entstehen wird noch. Das wird ja ein Showfahrzeug, hat er gesagt. richtig. Und da bin ich echt mal gespannt. Da könnt ihr dem Bruder auch folgen, damit ihr das mitbegleiten könnt. Richtig. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Was für geile Eigenschaften hat das Auto eigentlich? Boah. Das Fahrgefühl. Ich finde, das Fahrgefühl hat eine sehr spezielle Eigenschaft. Du kannst ihn drucken und hast ein Adrenalin-Feeling, wie auch du kannst Komfort genießen und er ist ruhig und es gibt dir keinen Adrenalin-Push. Ich finde so etwas bei einem Fahrzeug nie. Entweder du hast ein richtig aggressives Fahrzeug, wo einfach PAM, oder du hast ein Fahrzeug, welches darauf gebaut ist, Komfort. Aber so ein Mix, wie der es hat, habe ich noch nie gesehen. Dann weißt du, was du jetzt machst. Jetzt hier aus dem Kreisel beschleunigst du mal kurz. Okay, machen wir. Jetzt will ich mal wissen, wie so ein Leichtgewicht von 0, also von 30 raus beschleunigt auf, keine Ahnung, auf das, was wir dürfen. Ja, wir können jetzt da direkt bei der Autobahn raus, da kann ich ihn auch richtig drucken. Ja. Dann spürt man die Leistung. Ja, ich spüre sie schon ständig, aber halt bei kleiner Last. Ja, und das ist wirklich, man merkt auch, dass es eher auf Komfort jetzt läuft. Sobald man jetzt den Adrenalin-Push möchte und den Druck, dann merkt man auch wieder den sportlichen Akzent. Da geht's schon los, Leute. Er bricht schon leicht hinten aus. Ja, er hat jetzt schon zweimal ausgebrochen innerhalb Alter. weniger Sekunden. Und das Gas auch, wie er das annimmt. Digga, der zieht ja brutal, ey. ist wirklich, das Auto zieht und wenn er will, dann zieht er richtig. Da merkst du richtig, wie leicht der Wagen ist. Und ich will jetzt nicht sagen, dass nachher die Polizei das auch noch sieht, aber mit dem bin ich auch schon gut driften. Driften ist bei dem Auto das Gefühl, Nur auf abgesperrter Strecke halt. Richtig. Logisch. Also so etwas an sich mit dem Supra ist sowieso recht gefährlich, wenn man keine Erfahrung hat. Ich habe auch noch nie gedriftet mit einem Auto, weil der Honda ist ja Frontantrieb. Ja. Habe es mit dem nie geschafft, außer Burnout. Mit 20 kannst du auch noch nicht so viel Erfahrung haben. Richtig, genau. Maximal 2 Jahre, außer du bist vorher schon ohne Führerschein gefahren. Ja, es gibt es im Ausland. Gibt ja auch so Ausnahmen. Genau, gibt es die Ausnahmen, aber ich sag's mal so, für das erste Mal, für jemand Unerfahrenes zu driften mit dem Auto, es kann recht gefährlich sein. Wenn du es drauf hast, ist es brutal, weil der Supra gibt dir ein richtiges Drift-Feeling, wo ich muss sagen, es begleitet dich sogar ein bisschen, dumm gesagt. Er sagt dir genau,
wie und was, weil du es schon merkst vom Verhalten, wenn er ausbricht. Und ich finde das enorm wichtig, weil es gibt Autos, die haben das alles nicht, die Technik nicht und du kannst schnell einen Unfall machen. Ja. Bei dem, er Wir bricht aus. haben es ja gerade gespürt. Wir haben auch nicht die besten Wetterverhältnisse, Leute. Es ist gerade brutal nass draußen. Ja. Er konnte gar nicht die volle Leistung abrufen. Das war gerade gar nicht möglich. Ja. Aber das Ding hat guten Punch gehabt, das muss man sagen. Ja. Wenn wir schon jetzt dabei sind, dass du die geilen Sachen erwähnt hast, was ist dann eigentlich blöd an dem Auto? Ja, das ist leider so ein Punkt, wenn man sich einen neuen Supra holt, und zwar die neueren Modelle, das ist der schlechte Punkt. Wenn man nicht weiß, was man beim Supra kaufen muss, würde ich jetzt persönlich empfehlen, einen alten zu kaufen, weil, Ja. wie angesprochen, der neue hat leider Probleme mit der ECU. Wenn man tunen möchte, schwierig. Man zahlt 3.000 Euro nur schon, um die ECU zu kopieren. 3000? 2.500, um genau zu sein, um 500 Versand, weil man schickt es auf Russland. Ach so, okay. Na, muss man sie kopieren lassen, die werden dann geunlockt und dann kann man an der ECU Tuning vornehmen. Wenn man das alles nicht hat, kann man keine Änderungen vornehmen und dann ist es schade für einen neuen Supra. Man kann nichts machen. Okay, also Unwissenheit schützt dich nicht. Ja. Da musst du dich wirklich gut informieren vorher. Deswegen machen wir solche Videos auch, damit ihr ein Richtig. bisschen informiert werdet. Genau. Würde ich jedem empfehlen, das vorzunehmen, dass man sich ein Occasion-Auto kauft für so ein Modell, wenn man tunen möchte. Ja. Sonst zahlt man einfach viel Geld. Ja, und du hast halt Garantie, deswegen macht es für dich keinen Sinn. Richtig. Aber wenn die 3 Jahre rum sind, will ich nicht wissen, was passiert. Das Auto wird transformiert. Das wird dann zum Transformers. Ja. Okay. Dann habe ich eine andere Frage an dich. Was denkst du, was für eine Person eigentlich zu so einem Auto passen würde? Jemand, der Leidenschaft zu dem Auto trägt, ganz ehrlich. Das ist nicht so ein Auto, wo man sich... Ich sag dem gerne, man sucht sich das Auto nicht aus, das Auto sucht dich aus. Das hast du vorhin auch schon erwähnt. Ja, das ist Richtig. ein guter Spruch. Ja, weil der Supra ist kein normales Auto, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Es ist kein Auto, das man sich aussucht, weil man es möchte, sondern das ist ein Auto, wo man schon das Gespür hat, man möchte das Fahrzeug, man ist heiß drauf, weil der Supra ist nicht ein Auto wie zum Beispiel einen ganz normalen BMW M4. Das ist so wie so ein bisschen, man hat die Leidenschaft zu dem Auto, aber es ist ein Mainstream-Auto, das haben ganz viele. Ja, Und ja. das ist etwas, das möchte jeder, weil er sportlich ist, er hat Akzent, er hat alles. Ja. Das ist ein super Auto, aber es will ihn jeder. Und der Supra ist halt im Hintergrund, das beachtet nicht jeder, aber jemand, der Leidenschaft zu japanischen Auto hat und speziell auch so ein bisschen BMW möchte, der sucht sich auch explizit nur den Supra aus. Weil der Supra ist genau für so jemanden bestimmt, der ein bisschen beides möchte. Nicht nur zu japanisch, weil es gibt auch zu viel japanisch und dann tut dir dein Hintern weh mit der Zeit, weil der Sitz einfach unbequem ist und alles logisch, unbequem. Logisch. Und bei dem hast du das alles nicht, du hast einen Mix. Das ist ein japanisches Feeling, aber auch nicht zu viel. Denkst du, es ist eine schlechte Investition oder eine gute Investition, so ein Auto? Wird der Wert stabil bleiben, glaubst du das? Vielleicht, wenn wir mit dem MK4 sehen, was mit dem passiert ist. Ja. Er ist in die Höhe geschossen in den Jahren, also so ein Auto verkauft sich mittlerweile, glaube ich, für 150.000, ein MK4. What? Also ich habe Auktion gesehen, ein normaler, ungetunter MK4, 150.000, wenn er nicht verbastelt ist. So teuer sind die mittlerweile schon. Ja, Wow, Classic-Auktionen Leute. zahlst du 150.000. Das ist ja unglaublich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich glaube, ein MK5, wo schon BMW-Technik, also Michelin drin ist, also eine Partnerschaft mit BMW hat, könnte es gut möglich sein, dass das Auto noch einen guten Werterhalt hat später. Ja, weil es noch robuster ist eigentlich, das Fahrzeug. Ja, also mein Honda, und ich habe immer Glück mit so Sachen, mein Honda war damals 7.000 und ich habe ihn jetzt verkaufen können für 28.000. Was? Für Ja. 28? Es- Einfach 4-mal so viel. Ja, weil ich mir genau spezielle Autos aussuche. Ich suche mir kein Mainstream aus. Ich glaube, bei dem wird es ein Vergleich kommen, weil das Auto, der MK5 ist jetzt nicht im Hype, aber eines Tages, sobald er wieder so tunbar ist, wie der MK4 es war, also schon von Fast and the Furious Zeiten her, Ja. glaube ich schon, der hat rechten Werterhalt später. Dein Onkel hast du gesagt, Genau, MK4. hat er den schon lange jetzt oder erst auch seit kürzester Zeit? Er hat Pech gehabt, er hat sich einen MK4 geholt vor etwa 10 Jahren Okay. und leider hat er ihn total verbastelt gekauft. Oh. Ja, hat leider viel dran arbeiten müssen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Stand ist bei ihm, aber ich glaube, er hat ihn wieder hinbekommen und er hat wirklich 10 Jahre daran gearbeitet, dass das Auto wieder steht, funktioniert und läuft und er hat einen mit einem Twin Turbo. Das ist halt, glaube ich, was diese Autos von anderen Autos unterscheidet. Wenn du dich einmal für so ein Auto entscheidest, dann bleibst du wahrscheinlich auch sehr lange dabei. Ja, ja. Und
ich glaube, das ist einfach, was das auszeichnet. Ja, das zweite Auto, wo ich mir holen würde, weil ich mir eben den LK5 geholt habe, wäre nachher später wirklich ein Classic Nissan Skyline. Aber Skyline? Welcher? Ja, der RR34. R34 GT. Ja, der ist brutal, gell? Ja. Ich bin von Kind schon begeistert von den Japanern. Ja. Ich bin von Kind begeistert auch von Fast and Furious, also ist es die gute Mischung, so einen zu kaufen. Ja, das hätte mich schon gewundert, wenn du das nicht gesagt hättest. Ja, aber weil das haben so viele Leute, die solche Autos haben immer eine Beziehung zu diesem Film. ja, Ist einfach so. es fuckt jeder, den ich kenne und so ein Auto besitzt, ob MK5, Ja. R34, Skyline, jeder hat Fast and Furious geschossen. Erzählt mir jeder, der das Auto hat, was irgendwie in dem Film mal vorkam. Ja, Da ist die Leidenschaft dabei. ja, muss. Okay, interessante Sache, gut zu wissen. Was aber auch interessant wäre, was kostet so ein Auto im Unterhalt eigentlich? Das habe ich jetzt zum Beispiel noch nie gehört. Schwierig. Beim Supra MK5, für das ich ihn jetzt erst ein paar Wochen habe, würde ich sagen, benzintechnisch sind wir da bei 200 Franken pro Monat. Denke ich jetzt mal grob geschätzt. Daily oder nur so ab und zu fahren? Also ich fahre jetzt wirklich daily und 200 Franken habe ich jetzt gezahlt für diesen Monat, ist ja noch nicht ganz fertig. ja. Dann an sich Servicekosten weiß ich noch nicht, das kommt auf mich zu, weil ich will die Garantie behalten. Du musst einen Service bei Toyota machen für die Garantie, so viel ich weiß. Ja. Sicher 500 Franken. Was? Service pro, ich glaube es sind 30.000 Kilometer. Okay, ja, also du hast die Servicegarantie auch noch drin. Ja. Und was wäre dann so Versicherung, gerade in deinem Alter jetzt? Versicherung hat sehr, sehr geschmerzt. Wir reden hier von 3.500. Was? Das ist heftig. 3.500. Nein, das ist nicht dein Ernst. Vollkasko plus Bonusversicherung, dass ich zweimal einen Unfall machen darf. Und mir der 3.500. Teuer. Und wir müssen ja auch mal erwähnen, es gibt ja dieses Klischee, dass anscheinend Versicherung ein bisschen auch nach Nation gehen, was Versicherungseinstufungen angeht. Und du gehörst ja noch zu der Nation, die eigentlich weniger eingestuft wird. Richtig. Und du zahlst trotzdem so viel. Und noch dazu gerechnet, ich habe Rabatt. Auch noch einen Rabatt gekriegt. Ja, und es ist immer noch teuer. 3.500. Alter, was hätte es dann sonst gekostet? 5.000 oder was? Also ich habe es ausrechnen lassen, wäre 4.000 Franken gewesen. Ist recht teuer. 4.000 wäre es gewesen normalerweise woanders. Ja. Mit Leute. den gleichen Specs von der Versicherung her. Das musst du dir mal vor Augen halten. Nur für eine Versicherung. Das sind über 300 Franken im Monat. Ja, das ist Leute, heftig. so ein Auto kostet richtig Geld. Und dadurch, dass ich ja noch keine 25 bin, ist es dann sowieso teurer. Ja, logisch. Du bist ja noch nicht so erfahren. Heftig. Hast du eigentlich so einen Lieblingsspot, wo du mit dem Auto gerne hinfährst? Glattzentrum, leider. Glattzentrum? Ja, leider ist Glattzentrum recht kritisch, aber sicher ein schöner Spot, um Fotos zu machen. Das Glattzentrum akzeptiert das einfach nicht. Die wollen Okay. das nicht, aber ich finde das einer der geilsten Spots. Die Zuschauer wissen Bescheid. Glattzentrum weiß jetzt auch Bescheid. Ja, Und- also es ist dort sowieso gesperrt. Viele Tuner gehen dort, um Fotos zu machen. Ist Fakt, das weiß auch das Glattzentrum. Ja. Aber die wollen das nicht. Ich Ja. gehe gerne mit dem auf dem Rooftop fotografieren. Wenn sie dich erwischen ohne Aufnahmegenehmigung, bekommst du eine Buße. Ja, ich verstehe es schon. Ich Ja. verstehe auch die Zentren, weißt du. Ist ja auch für die ein bestimmtes Image, wo sie pflegen wollen. Es kommt so einer wie du, der ist anständig, der macht normale Fotos. Dann kommen vielleicht Leute, die machen Burnouts. Richtig. Und dann verstehe ich das auch irgendwo, weißt du. Es ist auch voll Respekt raus. Ja. Ist kein Problem. Ich verstehe es auch, es kommt dann immer mehr, wenn sie das erlauben würden und dann ist der Parkplatz voll. Ja. Ja, ist schade, aber ich finde das sicher einer der Spots oder Wallisellen Bahnhof. Habe ich ein paar Shots mit dem Auto gemacht. Ich Ja. muss sagen, ich liebe es dort zu fahren. Ruhig, hast Spaß dran, schaust das Auto an. Das ist wie Liebe auf den ersten Blick, mit dem Auto da durchzufahren. Und dann noch die Partnerin mit dabei. Richtig. Dann geht es eigentlich gar nicht besser. Du hast jetzt sicher mitbekommen, das war ein Liebesbeweis. Ja. Sie hat es sicher jetzt schon gesehen. Ja, sie hat jetzt schon ein paar Mal mitbekommen. Und finde ich cool, wenn man so das alles mit der Partnerin auch teilen kann. Richtig. Und was mich eigentlich auch interessieren würde, was die Zuschauer für Spots haben, was sie für Autos fahren und ob ihr das auch so mit der Freundin teilt. Schreibt es mal in die Kommentare. Wir kommen eigentlich zu der letzten Frage. Was war eigentlich das Coolste, was jemand bis jetzt zu dir gesagt hat wegen dem Auto? Gibt es da schon etwas? Ja, tatsächlich. Und mir sind sogar die Tränen gekommen als Autoliebhaber, das Echt einfach jetzt? zu hören. Ja, ist ein kleines Kind zu mir gekommen
Und er hat so gelächelt und hat mir dann gefragt gehabt, ob er mal einen Soundcheck bekommen kann. Ehrlich jetzt? Ja, ja. Und ich habe das dann gemacht und er ist so voller Freude gesprungen. Ey, scheiße, mir als Autoliebhaber sind die Tränen gekommen, wenn ich so etwas sehe. Wenn das Kinder vor allem fasziniert, das ist so geil. Ja, das Es Gefühl. gibt einfach kein Alter für das. Ja, ich finde sogar, ich finde es Hammer, wenn sich kleine Kinder für solche Autos interessieren. Ja. Und die Leidenschaft, die von den Kind schon kommt, ich meine, ich bin selber, wenn ich jetzt selber belege, als Kind in der Haut von einem Kind von Dario, der 12 Jahre alt war, Fast and Furious mehr als gesuchtet hat. Ja. Boah, kommen Emotionen aus dir raus, das ist unbeschreiblich. Könntest theoretisch du sein eigentlich. Das ist die So hättest du Abbildung. auch reagiert wahrscheinlich. Boah, So unbeschreiblich. lustig, ey. Leute, das ist eben, was Autos immer wieder auszeichnet. Es gibt keine Altersgrenze. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, gell, zum Schluss, den Soundcheck. Richtig? Dann kurz beim Fahren mit Last. Ja, Ich filme das dann. Wenn es der Regen zulässt, es geht wieder die Welt unter. richtig. Die besten Wetterbedingungen. Alter, das ist bei mir so oft, wirklich. Wir machen das jetzt so. Du gibst jetzt deine Botschaft ab. Ja. Das ist ja bei mir Standard am Ende. Und dann machen wir das mit diesem Sound noch. Ja, klingt gut. Dann sprich dich mal aus. Ich glaube, es gibt nur eine Botschaft, das kommt jetzt von Herzen. Kauf dir nie ein Auto, weil es die Cloud möchte, sondern kauf dir ein Auto, wo dir gefällt. Das muss keinem anderen gefallen, außer dir. Ja. Behandle es mit Liebe, behandle es mit Respekt. Du hast andere Autofahrer auf der Straße, aber niemals andere Kritik von anderen annehmen. Das habe ich leider viel durchmachen müssen. Ah, echt? Okay. Ja, leider schon, weil mein Onkel, der eben den MK4 fährt, hat leider die Kritik auch bekommen und ich finde es höchst schade. Er hat genau aus diesen Problemen das ein bisschen übelst genommen und ich habe den Hate leider auch bekommen, vielmals von der Familie, dass ein MK5 für mich nicht passen würde. Es muss anderen gefallen, es muss Komfort sein, es muss einfach mobil sein. Wenn du Autoliebhaber bist, kauf das, was du möchtest, Ja. nimm das, was du möchtest, behandle es mit Liebe, behandle es mit Respekt, aber du musst niemand anderem zuhören. Und das Auto sieht scheiße aus, mach das, mach jenes, kauf das, was dir gefällt, es Ja. muss nur dir gefallen. Ihr habt es gehört, verinnerlicht das. Das sind weise Worte von einem jungen Mann. Und so sieht es auch aus, so sehe ich das auch immer wieder. Macht das, worauf ihr Bock habt. Lasst euch nicht von anderen euren Spaß verderben. Seid natürlich vernünftig bei gewissen Sachen. Aber wenn ihr eine Leidenschaft habt, pflegt sie einfach. Richtig. Und jetzt gibt's den Sound. Leute, wundert euch jetzt nicht, ich stehe hier mit dem Schirm. Es regnet, es scheint gleichzeitig die Sonne und wir wollen einen Soundcheck machen. Also muss ich da drunter stehen. Es geht nicht anders, nicht wundern. Das gute Stück steht schon bereits vor mir und ich bin echt mal gespannt. Ja, Kollege, willst du mal ein bisschen was zeigen? Also ich stehe hier gerade wie ein Krüppel mit dem Schirm, nicht wundern. Also ich weiß jetzt, was du meinst. Ja. Ich habe es jetzt verstanden. Ja. Er ist für ein sehr sportliches Auto schon leise, muss man leider zugeben. Aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Da geht noch viel. Nicht traurig sein. Erst recht kommt mehr. Da kommt noch was. Also Leute, das war's im Stand. Ich überlege mir jetzt noch, ob wir das mit dem Gas geben kurz hier vorne, ob wir das mal machen sollen. Hast du Bock? Also er hat Lust, das machen wir dann jetzt mal. Gut Leute, ich laufe hier gerade echt wie ein Krüppel rum mit dem Schirm. In der einen Hand das Mikrofon, aber ich mache so Sachen halt für euch. Wir schauen jetzt mal. Wir haben jetzt nicht sehr viel Platz hier, aber wir probieren es mal. Du musst auch nicht übertreiben, nur ein bisschen. Also ich muss sagen, so klingt der schon aggressiv. Das muss man schon sagen. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu sagen. Ja Bruder, er klingt schon aggressiv. Schon eigentlich. Aggressiv beim Gas geben klingt auf jeden Fall. Der faucht so richtig. Er macht's. Ja. Die Lautstärke ist das Problem. Der Charakter stimmt, Ja. aber die Lautstärke, das ist wie wenn du jemanden anschaust, der ist ein Bodybuilder, aber er sieht nicht so aus. Er ist es, aber er sieht nicht so aus. Ja. Ihr wisst Bescheid, mehr können wir nicht bei dem Wetter machen. Ihr habt es jetzt mal gehört und ich bin auf eure Meinung gespannt und entschuldigt den behinderten Schirm. Also, wenn es euch gefallen hat, Abo da lassen. In diesem Sinne, bis bald.